Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Wir sind an einem Scheidepunkt der Geschichte, hat Japans Regierungschef heute gesagt. Und viel höher kann man das Treffen der großen westlichen Staaten ja auch nicht mehr hängen. G7-Gipfel in Japan. Eine härtere Gangart im Umgang mit Russland und China wollen die Sieben beschließen. Ob das wirklich geschehen, ob das wirklich geschlossen klappt, das ist alles andere als sicher. Der Ort, an dem sich alle treffen, könnte nicht symbolträchtiger sein. Hiroshima, wo geschätzt 140.000 Menschen starben beim ersten Einsatz von Atombomben in der Kriegsgeschichte. Und gemeinsam mit Nagasaki 3 Tage später auch dem bislang einzigen. Miriam Steimer ist in Hiroshima. Das sind die Worte, die sich in Osawa Michikos Gedächtnis eingebrannt haben. Ist hier jemand, auf Japanisch, gesprochen mit einem ausländischen Akzent. Ich dachte, Japan sei schon besiegt und die amerikanischen Soldaten würden kommen, um mich zu holen. Es sind ihre Erinnerungen an den 6. August 1945, als US-amerikanische Streitkräfte die Atombombe Little Boy über Hiroshima abwarfen. Abe Yumi will die Erinnerung ihrer Mutter erhalten. Wir saßen bei einer Tasse Tee und mein Schwager erzählte eine witzige Geschichte. Wir brachen in lautes Gelächter aus. In dem Moment gab es draußen einen hellen Blitz und eine Explosion. Wir wurden durch die Luft geschleudert, das Haus stürzte ein. Und begräbt sie unter sich mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Der Schwager ist direkt tot. Dass die Stimme mit dem ausländischen Akzent keinem Amerikaner gehörte, fand die Familie nach vielen Jahren heraus. Es war ein deutscher Priester, der die damals 15-Jährige aus den Trümmern zog. Sie gibt nicht gerne Interviews. Für das deutsche Fernsehen macht sie eine Ausnahme. Hiroshima ist die Stadt der Atombombe. Die Spuren ihrer Zerstörung sind die Kulisse für das Gipfeltreffen. Sie erinnern die Staats- und Regierungschefs, die heute hier ankommen, an ihre Verantwortung. Die nukleare Katastrophe, die hier erlebt worden ist, ist eine Mahnung an uns alle, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass es niemals zum Einsatz von Atomwaffen kommt. Die Familie des japanischen Premiers Kishida stammt aus Hiroshima. Als Gastgeschenk kommt sein britischer Kollege in Socken des lokalen Baseballteams. Für den amerikanischen Präsidenten ist es sehr viel schwieriger, Kishida ausgerechnet an diesem historischen Ort zu treffen. Heute stehen sie demonstrativ zusammen für die Ukraine gegen Russland. Dass die Mächtigen der Welt auch das Friedensmuseum in ihrer Heimatstadt besichtigen werden, findet Abe Yumi gut. Die Leute wissen nicht genug über den Atombombenabwurf. Aber sie wollen nukleare Waffen einsetzen oder drohen anderen Ländern damit. Wir wollen nie wieder Hiroshima. Sie zeigt uns die Nachfahren ihrer Mutter. 2 Töchter, 5 Enkelinnen, 11 Urenkel. Sie alle gibt es nur, weil Osawa Michiko die Atombombe überlebte, als einzige ihrer Familie. Wie es sich für sie anfühlt, dass ihr Land gemeinsam mit den USA am Gipfeltisch sitzt? Sie hasse weder Amerika noch die Amerikaner. Was sie hasse, sei Krieg. Dann gucken wir jetzt auf die politische Agenda des Treffens zusammen mit Elmar Thewissen live in Hiroshima. Guten Abend, Elmar. Klare Kante gegenüber Russland wollen die G7 zeigen. Was ist denn da konkret vom Gipfel zu erwarten? Ja, nennen wir es mal die Kunst des Machbaren bei dem Versuch, die Schlupflöcher bei den Sanktionen gegen Russland irgendwie zu schließen. Ein Beispiel: der Diamantenhandel. Russland verdient jährlich Milliarden als weltgrößter Lieferant von Rohdiamanten. Wenn man die ächtet, wenn man diesen Handel unterbindet, und das wollen die G7, dann wäre das sicherlich ein starkes Signal. Ein noch stärkeres Signal wäre es, wenn man gegen Unternehmen und Regierungen Sanktionen verhängt, die weiter Waren an Russland liefern, die Putin dann in seinem Angriffskrieg verwenden kann. Da will der amerikanische Präsident in den nächsten Tagen ein Sanktionspaket vorlegen. Ob die anderen mitmachen, auch die Europäer, das ist völlig offen, denn wenn man das macht, dann trifft es sicherlich nicht nur Staaten wie Iran und Nordkorea, sondern vielleicht auch Staaten wie Südafrika oder eben und ganz bestimmt eigentlich China.
Und da fürchten manche eben, dass aus China Gegenmaßnahmen drohen. Und da sind wir immer bereits beim Verhältnis zu China. Das ist ja ein Balanceakt. Da kommen von den G7 ganz unterschiedliche Ansagen. Auf was wird es denn am Ende hinauslaufen? Ich glaube, auch hier geht es wieder um das Machbare. Und da gibt es keinen, der im Grunde genommen eine Totalabkopplung von China will. Selbst die USA haben im vergangenen Jahr ihren Handel mit China noch einmal ausgebaut. Das Zauberwort hier ist De-Risking. Das heißt also, die Abhängigkeit von China ein Stück weit verringern, indem man sich mehr andere Handelspartner sucht, zum Beispiel Schwellen- und Entwicklungsländer. In die will man Billionen Investitionen tätigen, auch um zu erreichen, dass sie eben diesen elitären Club der G7 im Grunde genommen nicht mehr so sehen, dass er sie im Stich gelassen hat. Dahinter steckt natürlich eine große Hoffnung. Man will, dass der globale Süden, Brasilien, Indien, Indonesien und andere sind ja als Gäste hier mit eingeladen, dass diese Länder eben nicht die autoritären Regime in Moskau und Peking weiter als die verlässlicheren Partner ansehen. Aber damit das geschieht, da bedarf es natürlich nicht nur guter Worte, sondern es müssen dann auch Taten folgen. Wir sind gespannt auf diese Taten in den nächsten Tagen. Für heute Abend herzlichen Dank. Elmar Thewissen live aus dem Regen von Hiroshima. Aufbruch und Scheitern. Wir gedenken heute beidem. Denn genau vor 175 Jahren trat das erste gesamtdeutsch gewählte Parlament zusammen in der Frankfurter Paulskirche, um über eine freiheitliche Verfassung zu entscheiden. Die Verfassung trat nie in Kraft. Zur Demokratie wurde Deutschland erst 1919 mit der Weimarer Republik. Der Tag heute in Frankfurt in der Paulskirche an historischem Ort ist dann auch beides. Sowohl Plädoyer für demokratische Prozesse als auch Mahnung, dass diese keine Selbstverständlichkeit sind. Peter Theisen berichtet. Es ist der 18. Mai 1848. Tausende Frankfurter sind zur Paulskirche gekommen, um den Abgeordneten der ersten deutschen Nationalversammlung zuzujubeln. Es herrscht Aufbruchsstimmung in Deutschland, Hoffnung auf Demokratie, Einheit und Freiheit. Heute haben wir sie, die Demokratie, dass sie aber nicht selbstverständlich ist. Daran soll erinnert werden, 175 Jahre danach, der Bundespräsident mahnt. Wer heute Parlamente verhöhnt, ständig von dem System von Gleichschaltung und Meinungsdiktatur spricht, der verhöhnt in Wahrheit diejenigen, die für Freiheit und Demokratie gekämpft haben. Der Symbolort Paulskirche, als erstes historisches Gebäude in Frankfurt, wurde sie nach den Zerstörungen des Krieges wieder aufgebaut, nach der Nazi-Herrschaft als einer der wichtigsten Erinnerungsorte der deutschen Demokratie. Doch der Neubau von 1948 ist in die Jahre gekommen und soll gründlich saniert werden. Und ganz in der Nähe soll bald ein Haus der Demokratie entstehen, das auf die große Bedeutung der Paulskirche hinweist und zum Nachdenken und Diskutieren über Demokratie einladen soll. Das Haus der Demokratie würde gewissermaßen den Brückenschlag in die Gegenwart hinbekommen müssen und von dort aus verschiedene Zielgruppen adressieren. Jugendliche selbstverständlich, aber ich denke auch an Gäste aus dem Ausland, in denen vielleicht keine Demokratie herrscht. Das ist als Ergänzung geplant zur Paulskirche, als Stärkung dessen, was 1848 verwandelt wird, als eine Verwandlung in die Zukunft, als ein öffentlicher, ein strahlender Ort. Vor allem über das Wo dieses Hauses der Demokratie wird in Frankfurt noch heftig gestritten. Aber die Debatte gehört ja zur Demokratie, wie die Besucher in diesen Tagen anschaulich erfahren können, in einer Zeitreise zur ersten deutschen Nationalversammlung. Historiker haben die Protokolle von damals aufgearbeitet. Ich bitte, stimmen Sie über diese Frage ab. Die Geschichte verpflichtet. Für die Neugestaltung der Paulskirche mit einem Haus der Demokratie fordert der Bundespräsident eine nationale Kraftanstrengung. Die Paulskirche, lassen Sie mich so sagen, ist wirklich ein Schatz nationaler Bedeutung, den wir alle miteinander gemeinsam zum Glänzen bringen sollten. Der demokratische Aufbruch von 1848 scheiterte am Ende. Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich und müssen immer wieder neu errungen und verteidigt werden. Das ist die Botschaft der Paulskirche heute. Zwischen Kontroverse und Kompromiss. Die Zutaten einer lebendigen Demokratie sind heute genauso essentiell und gleichzeitig umstritten wie vor 175 Jahren. Die Welt steht vor existenziellen Herausforderungen. Aber was heißt das für uns? Wie viele Regeln, wie viele Verbote, wie viel Diskussionen wollen, können, müssen wir uns leisten? Es ist ein guter Tag heute, um darüber nachzudenken. Christian von Rechenberg hat das getan.
Gebäudeenergiegesetz. Heizung tauschen. Keine Widerrede. War das wieder so ein Beispiel, dass wir nur noch an Mauern prallen? Heizen, fliegen, alles falsch, alles verboten. KSG, GEG, überall Verordnungen. Muss das sein? Geht's nicht anders? Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen erwarten, dass Dinge, die wirklich wichtig sind, essentiell wichtig sind, insbesondere wenn es um Leben und Tod geht, dass es dann auch die entsprechenden Regelungen und Gesetze gibt. Es geht nicht ohne Regeln beim Klimaschutz. Wir sind perfekte Verdränger und wir haben es gerne sehr bequem. Und wenn dann mal so ein verregneter April kommt, ja, dann denken die Menschen, ja doch, wir haben noch Zeit. Vernünftiges Verhalten kommt nicht von selbst. Wie war das mit dem Rauchverbot? Oder beim Sicherheitsgurt? Wir müssen zum Glück gezwungen werden. Dezernent Michael Kopatz will in Marburg aus Autofahrern Rad- und Busfahrer machen. Alle wollen weniger Autos, doch keiner steigt freiwillig um. Also nimmt er den Autos den Platz weg. Jetzt haben wir schon erste Radwege angelegt, wo man denkt, toll, das gefällt mir gut. Und dann, wenn man solche Strukturen ändert, wenn man das Radfahren so fördert, dann ändern Menschen ihre Routinen. Gut anfühlen soll es sich, das gewünschte Verhalten. Momentan fühlen sich viele gegängelt. So kann es ja auch nicht funktionieren in einer freien Gesellschaft, oder? Die Menschen müssen selber entscheiden können, an welcher Stelle sie CO2 einsparen, wie sie die Klimaziele einhalten. Der Staat hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist die einzige Aufgabe des Staates. Die Aufgabe des Staates ist es nicht, dafür zu sorgen, dass einzelne Dinge geregelt werden, den Leuten Vorschriften oder Vorgaben gemacht werden. Denn Ordnungsrecht könne ja gar nicht alle Lebensbereiche regeln. Das sei dessen Schwäche. Ich bin ein großer Fan vom Liberalismus und selber ein sehr freiheitsliebender Mensch. Aber ich weiß ganz genau, dass die Fortschritte, die wir beim Klimaschutz in den letzten 20 Jahren erreicht haben, nur kamen durch Gesetze und Rahmenbedingungen. Soweit, so Streit. Aber das Klima wartet nicht. Es heizt uns ein, es trocknet uns aus, überschwemmt uns. Allein, es bringt uns nicht zum Handeln. Nun, ich glaube schon, dass tatsächlich Menschen nur dann handeln, wenn sie letzten Endes auch einen Mehrwert darin sehen. Das heißt, sie müssen profitieren. Und genau das ist im Moment jedenfalls bei der Klimagesetzgebung nicht der Fall. Geld als Lockstoff. Das passt in unser System, das strukturell auf Wachstum setzt, sagt der Soziologe. Doch der Motor des Wohlstands treibe auch die Klimakrise an. Und jetzt wissen wir zwar, dass es nicht so gut ist für die Umwelt, aber es kommt zu einem Dauerkonflikt zwischen dem, was uns gut und verheißungsvoll erscheint und dem, was uns ökologisch vernünftig erscheint. Und da ist es tatsächlich so, dass das ökologisch Vernünftige meistens den Kürzeren zieht. Gesetze fühlen sich an wie Gängelung. Saubere Energie wie Belastung. Das System dreht sich im Kreis. Was nun? Gibt's denn keinen Ausweg? Moral kommt immer als erhobener Zeigefinger. Du darfst nicht, obwohl du willst. Und ich glaube, was diese Gesellschaft braucht, ist ein neues Nachdenken darüber, was wollen wir eigentlich, unter welchen Bedingungen gelingt unser Leben. Und dann werden wir sehen, wir können eigentlich nur ein gutes Leben haben, wenn es auch im Einklang mit der Natur um uns herum geführt wird. Es wäre die große ethische Debatte, der Versuch, klimagerechtes Verhalten zum coolen Trend zu machen. Am Ende geht es vielleicht nicht nur über Geh- und Verbote, sondern auch über das Gefühl, das gefühlte Mauern überwindet. Das öffentliche und gemeinsame Suchen nach dem richtigen Weg. Unverzichtbar und schwierig zugleich. Hanna, du guckst jetzt auf ein großes Streitthema dieser Tage und bleibst damit quasi beim Thema. Nach der Entlassung von Wirtschaftsstaatssekretär Greichen gibt es in der Ampelkoalition weitere Diskussionen um das von ihm konzipierte Heizungsgesetz. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Huben, hält den bisherigen Zeitplan für nicht mehr haltbar. Das Ziel müsse sein, die Menschen bei diesem schwierigen Gesetz mitzunehmen. Die Grünen sprachen dagegen von einer Verzögerungstaktik und forderten Verlässlichkeit. Auch die SPD sieht keinen Grund zu verschieben. Eigentlich soll das Vorhaben bis Anfang Juli beschlossen werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hat Vorwürfe gegen einen weiteren Staatssekretär der Behörde zurückgewiesen und dessen Unternehmensbeteiligungen offengelegt. Dem für Start-ups zuständigen Udo Philipp war ein möglicher Interessenskonflikt vorgeworfen worden, da er privat in mehrere Firmen investiert hatte. Das Wirtschaftsministerium erklärte nun, man habe bereits vorsorglich sichergestellt, dass Philipp keine Entscheidungen treffe, von denen eines dieser Unternehmen profitieren könnte.
In der Ukraine hat es in der vergangenen Nacht erneut zahlreiche Luftangriffe auf Kiew und andere Regionen gegeben. Laut ukrainischen Angaben wurden dabei 29 von 30 Marschflugkörpern abgeschossen. In Kiew kam es zu Explosionen und Trümmerteile lösten einen Brand aus. In der Hafenstadt Odessa wurde bei dem Angriff auf ein Industriegelände ein Mensch getötet. Aus der heftig umkämpften Stadt Bachmut meldet die Ukraine Geländegewinne im Norden und Süden. Um den Jerusalem-Tag zu feiern, sind am Abend rund 20.000 nationalistische Israelis mit Flaggen durch Jerusalem gezogen. Der Marsch wurde von mehr als 2.500 Polizisten begleitet. Er führte auch durch muslimische Teile der Altstadt, was Palästinenser als extreme Provokation sehen. Vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen. Am Jerusalem-Tag feiert Israel die Eroberung Ostjerusalems im Sechstagekrieg von 1967. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen, ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Seit Goethes Zeiten diese Sehnsucht nach Italien wird uns auch das Auswärtige Amt nicht nehmen. Der warnende deutsche Sicherheitshinweis für Italien heute ist im Grunde ein Widerspruch in sich und dennoch Realität. Italien kämpft mit verheerenden Überschwemmungen. Mindestens 13 Menschen sind bereits gestorben. Das ist das Ende der Welt, sagt ein Lokalbürgermeister in der besonders getroffenen Emilia-Romagna. Lena Sünderbruch jetzt mit mehr. Hier in Lugo steht nach den extremen Regenfällen das Wasser noch immer fast einen halben Meter hoch in den Straßen. Innerhalb von knapp 2 Tagen fiel an manchen Stellen so viel Regen wie normalerweise in einem halben Jahr. Wir hätten nicht gedacht, dass es das Zentrum von Lugo erreichen würde. Aber viele Dörfer in der Region befinden sich in der gleichen Situation. So viele Arbeitsplätze, so viele Früchte lebenslanger Arbeit, die sich alle in Rauch aufgelöst haben und den Bach hinuntergegangen sind. Aber wir krempeln die Ärmel hoch und fangen wieder an zu kämpfen. Luigi Cecoli ist Optiker in Lugo. Wie andere Anwohner ärgert er sich über schlechtes Krisenmanagement und darüber, dass die Stadt nicht vorbereitet war. Am Anfang war da nicht viel Wasser, aber dann ist es immer weiter gestiegen. Es hat sich von draußen, von dort drüben, in die Ladenpassage ergossen. Dahin, wo wir jetzt stehen. Und diese Abläufe sind vollkommen dicht. Es fließt nichts mehr ab. Inzwischen ist in Lugo das Militär eingetroffen, um der Bevölkerung zu helfen. Rettungskräfte versuchen andernorts noch immer Städte und Dörfer zu erreichen, die nach den Überschwemmungen abgeschnitten sind vom Straßen-, Strom- und Handynetz. Einige abgelegene Dörfer in der Region Emilia-Romagna sind völlig isoliert, weil Erdrutsche die Straßen unpassierbar gemacht haben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist das erste Mal in 30 Jahren. Es ist das erste Mal, dass wir mit einem solchen Ereignis konfrontiert werden. Mehr als 10.000 Menschen mussten ihre Häuser in der Region verlassen. Die, die sich nicht in höhere Stockwerke flüchten konnten, wurden mit Hubschraubern von Dächern gerettet. Andere mit Schlauchbooten des Katastrophenschutzes in Sicherheit gebracht. Nun kehren etliche Bewohner in ihre Häuser zurück, beginnen mit den Aufräumarbeiten. Wie hier in Faenza, wo auch noch Teile der Stadt unter Wasser stehen. Es geschah alles ganz plötzlich. Ich habe ein 4 Monate altes Baby. Wir hätten nicht gedacht, dass so etwas passieren könnte. Wir waren nicht organisiert. Gestern Abend musste ich zurück in die Wohnung kommen, um Windeln und andere Dinge zu holen. Und das Wasser kam bis hierher. Der Regionalpräsident spricht von Schäden in Milliardenhöhe, fordert schnelle Hilfe von der Regierung. Die nächsten Niederschläge sind bereits angekündigt. Erst extreme Trockenheit, dann extremer Regen, ein Extremereignis nach dem anderen. Exakt das, sagen die Experten, ist nicht mehr Wetter, das ist Klima in der Krise. Hanna, du machst jetzt weiter mit der Wirtschaft. Ja, und zwar mit einem Blick Richtung USA, denn dort droht bereits Anfang Juni ein Zahlungsausfall, wenn es US-Präsident Biden nicht gelingt, sich mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu einigen. Valerie Haller, die Zeit drängt und jetzt scheint zumindest etwas Bewegung in die Sache zu kommen.
Ja, richtig. Ein Durchbruch ist es zwar noch nicht, aber nach einem Krisentreffen zwischen Präsident Biden und seinem republikanischen Kontrahenten McCarthy haben sich beide zuversichtlich gezeigt, dass sich bald eine Lösung finden wird. Man sei sich einig, dass ein Zahlungsausfall schlicht keine Option sei, sagt Biden. Ein Schreckensszenario entsprechend groß. Die Hoffnung, der DAX schafft sogar den Sprung über die 16.000. Streit über die Anhebung der Schuldenobergrenze, die kommt ja in den USA häufiger vor. Nur dieses Mal sind die Fronten extrem verhärtet und die Zeit für einen Kompromiss ziemlich knapp. Welche Auswirkungen hätte ein Zahlungsausfall denn ganz konkret? Verheerende Folgen könnte ein Staatsbankrott haben für die USA, weil die Regierung ja nicht mehr verlässlich ihre Rechnungen bezahlen kann. Keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung, keine Pensionen. Die USA würden mit ausstehenden Krediten in Verzug geraten. Ratingagenturen könnten die Kreditwürdigkeit herunterstufen. Zinsen dürften dann in die Höhe schnellen. Ein Zahlungsausfall hätte aber auch globale Folgen. Ein Börsenbeben und möglicherweise eine weltweite Rezession. Das ganze Finanzsystem ist auf der Gewissheit aufgebaut. Die USA zahlen ihre Rechnungen immer. Wäre das nicht mehr der Fall, wäre der Vertrauensverlust der Finanzmärkte immens. Vielen Dank, Valerie, für diese Einordnungen. Im Handwerk sind knapp 40.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Das erklärte der Präsident des Zentralverbands des deutschen Handwerks, Dittrich, in der Rheinischen Post. Besonders betroffen seien die Bereiche Heizung, Sanitär, Klima, Elektroinstallation und Bau. Ein Problem sei, dass der Übergang von der Schule in die Ausbildung nicht mehr richtig funktioniere. Zudem müsse mehr für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie getan werden, damit mehr Frauen in Vollzeit arbeiten könnten, sagte Dittrich. Und eine Meldung vom Sport. Da hatten heute die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg allen Grund zum Feiern. Zum 10. Mal gewannen sie den DFB-Pokal und besiegten den SC Freiburg mit 4:1. Konfetti und der 9. Pokalsieg nacheinander für die Wolfsburgerinnen. Nach einer starken und abgeklärten Leistung. Schon in der 4. Minute eröffnet ein Freiburger Eigentor die Partie. Torhüterin Lambert kann den Ball zwar abwehren, schießt aber die eigene Spielerin Lisa Kahl an. 1:0 für Wolfsburg. Der VfL zwar tonangebend, aber Freiburg mit der Chance in der 42. Minute. Es folgt eine Ecke und der Ausgleich durch Janina Minge, das 1:1. Die Freiburgerinnen nach der Halbzeit jetzt angriffslustiger. Doch ein Konter läutet den Wolfsburger Sieg ein. Eva Pajor mit dem Pfosten und Rebecca Blomqvist mit der Führung, 58. Minute. Das 3:1 fällt dann nach Ecke. Kapitänin Alexandra Popp mit Köpfchen. Sie steht mal wieder goldrichtig. Bleibt der Siegtreffer nach diesem Handelfmeter. Dominique Jansen mit dem 4:1 Endstand. Das war's. Die Wolfsburgerinnen werden von knapp 45.000 Zuschauern gefeiert im ausverkauften Kölner Stadion. Er war Schauspielikone und wurde einst zum schönsten Mann der Welt erklärt. Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Seine Rolle in Luchino Viscontis Film Die Verdammten machte ihn weltberühmt. Der italienische Regisseur hatte Berger entdeckt und wurde zu seinem Lebensgefährten. Als der wahnsinnige Bayernkönig Ludwig spielte Berger die Rolle seines Lebens. Später machte er dann vor allem Schlagzeilen abseits des Kinos. Seine Agentur zitiert ihn heute mit den Worten Je ne regrette rien, ich bereue nichts. Die Filmwelt trauert. Und die Show muss gleichzeitig weitergehen. In Cannes, wo Helmut Berger zuletzt noch mal 2014 auf dem roten Teppich groß gefeiert wurde, hat heute ein Abenteurer Weltpremiere. Indiana Jones und das Rad des Schicksals, der 5. Teil, mehr als 15 Jahre nach dem 4. Teil. Harrison Ford ist mittlerweile 80, aber digitale Effekte haben ihn auf der Leinwand deutlich verjüngt. Der Filmkomponist John Williams, selbst 91, sagt, für mich ist Harrison Ford ein Teenager. Das kann also noch länger so weitergehen, wenn der Film an der Kasse gut läuft. Denn Cannes ist neben Kunst und Glamour eben immer auch Kommerz, wie Thomas Walde zeigt. Wim Wenders und Anselm Kiefer auf dem roten Teppich in Cannes. Pedro Almodovar mit seinen Schauspielern. Johnny Depp inmitten seiner Filmbesetzung. Sie alle können wohl den Satz unterschreiben, mit dem Depp die Anwesenheit begründet. Wir sind alle hier, weil wir einen Film gemacht haben und nicht, weil wir ein Produkt verkaufen wollen.
Doch der Grat zwischen Kunst und Verkaufe ist schmal in Cannes. Wenn das Festival Michael Douglas eine Ehrenpalme gibt für sein Lebenswerk, haben beide etwas davon. Douglas bekommt Anerkennung, Cannes prominenten Glanz. Die Goldene Palme für das Lebenswerk bedeutet mir eine Menge. Es gibt hunderte Filmfestivals auf der Welt, aber das Cannes-Festival ist einzigartig. Ich habe hier eine persönliche Verbindung und mein Vater hatte die auch. Seine Frau war PR-Frau des Festivals hier. Stars sind in Cannes die gültige Währung. Auf der Rückseite des Festivalgebäudes findet sich der Maschinenraum. Kunst ist schön, muss aber auch Geld verdienen. 4000 Filme suchen hier ihre Kunden. Das ist ein Film, der ein sehr unterschiedliches Publikum erreichen kann. Junge Menschen und Familien. Das entspricht meinen Vorstellungen, diesen Film will ich mir ansehen. Pyramide ist einer der großen französischen Verleiher. Der Wettbewerb um goldene Palmen und goldene Kunden geht Hand in Hand. Wir haben dieses Jahr 6 Filme in Cannes in unterschiedlichen Sektionen. Wir können hier Käufern exklusiv die Filme unter sehr guten Bedingungen zeigen. Sie müssen nicht anstehen, finden leicht einen Platz und sehen die Filme manchmal sogar vor der offiziellen Aufführung. Lukas Rinke ist ein deutscher Nachwuchsregisseur. Er sucht Geld für seinen nächsten Film, Klinkenputzen für ein paar Millionen Euro. Ich glaube, für uns und für dieses Projekt in dieser sehr frühen Phase ist das Interessanteste, hier wirklich allerlei Kontakte und Input zu kriegen, wie man den Pitch an sich besser machen kann, wie man das ganze Projekt aufladen kann. Von den Kleinen bis zu den ganz Großen. Alle sind da, weil alle da sind. Cannes Filmfest und der Markt dazu ist eigentlich der wichtigste Event vom ganzen Jahr für uns, für die Branche. So prägt Cannes den Massengeschmack weit über die französische Côte d'Azur hinaus. Fehlt noch der Blick auf die Wetteraussichten. Morgen scheint an der Nordsee die Sonne, ansonsten ist es meist heiter, später wolkig. In den Alpen sind am Nachmittag einzelne Schauer möglich. Die Temperatur steigt auf 14 bis 21 Grad. Der Samstag wird freundlich, nur im Südosten entwickeln sich einzelne Schauer. Am Sonntag regnet es häufiger, am Montag gibt es im Westen kräftige Gewitter, bei dann 21 bis 30 Grad. Von uns allen hier danke fürs Interesse. Für den Moment gleich nach uns können Sie den Kollegen Markus Lanz begleiten auf einer Reise in ein wirklich aufregendes Land. Ja, und wir sehen uns noch mal später wieder, wenn Sie mögen, zu Heute Express gegen 0:30 Uhr. Auf jeden Fall bis morgen. Ihnen allen einen angenehmen Abend. Tschüss.